Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder zu der erneuten Visitesendung und auch ganz herzlichen Dank für all die wunderbaren Anfragen an mich. Menschen, denen es wichtig ist, einen ärztlichen Rat aus ganzheitlicher Sicht zu erhalten. Und ich möchte eigentlich auch schon gleich beginnen. Und zwar war die erste Frage eine Patientin, deren Mann an Parkinson erkrankt ist, und sie fragt nach der Therapie oder nach der Einnahme von Galaktose. Galaktose wird sehr oft vergessen, aber Galaktose, die Muttermilch ist ganz reich an Galaktose, ist eigentlich das Aufspaltungsprodukt der Laktase, das ist der Milchzucker. Unser Dünndarm spaltet also den Milchzucker in Galaktose und Glucose. Und diese Galaktose hat für den menschlichen Organismus eine ganz große und wertvolle Bedeutung. Es ist jetzt gerade Winter und ich habe hier einen wunderbaren Tee und habe mir da auch einen Löffel Galaktose reingemacht, weil die Galaktose ist so ein Zucker auch gegen Vergesslichkeit. Die Galaktose ist ein Zucker, der als Baugerüstsubstanz für die Struktur unserer Gehirn- und Nervenzellen gilt. Die Galaktose ist beteiligt an sämtlichen auch Energiestoffwechselprozessen und in der Bereitstellung von Hormonen als auch von Gerinnungsfaktoren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, aus Galaktose wird Energie. Und jetzt gibt es einen Großteil von uns Menschen, die haben eine Insulinresistenz. Das ist übrigens nochmal ein Thema, um nochmal ganz gezielt auch zu besprechen. Und wir wissen heute, dass Parkinson, aber auch Demenz und viele andere Erkrankungen zurückzuführen sind, auch auf eine Insulinresistenz. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Zelle, und davon haben wir 700 Billionen, Insulinrezeptoren hat. An diese muss der Zucker bzw. das Insulin andocken. Erst dann kann der Zucker in die Zelle. Sie wissen, die Glucose ist unser schnellster Energielieferant und Glucose brauchen wir immer dann, wenn wir auch Energie brauchen. Deshalb ist so ein Energieriegel oder eine Banane oder ich habe mich gewundert, bei einem Marathon zuzuschauen. Am Ende haben die Herren alle ein alkoholfreies Bier bekommen, die Sportler. Das ist einfach der Zucker, den sie jetzt also wirklich alle Reserven geleert haben, wieder aufzufüllen. Aber wenn man an einer Insulinresistenz leidet, dann ist das eigentlich nicht etwas, was man jahrelang unbedingt spürt, sondern dass man langsam merkt, dass sich der Zuckerstoffwechsel verändern kann. Und diese Insulinresistenz ist dennoch von ganz großer Bedeutung für die Entwicklung von Mitochondriopathien. Also wenn die Energiekraftwerke der Zelle einfach langsam abschalten, weil sie nicht mehr Substanz genug haben, unter anderem auch Zucker für die Energiebereitstellung. Die Galaktose ist die einzigste, die trotz Insulinresistenz die Zelle erreicht. Und auch die synaptische Tätigkeit, Synapsen sind eigentlich die Verbindungsstellen zwischen den Nerven. Das heißt, dass Energie oder Impuls, besser gesagt, der Nerven, das Acetylcholin, übertragen werden kann, dafür ist Galaktose verantwortlich. Deshalb ist die Galaktose ein ganz wichtiger therapeutischer Schwerpunkt im Rahmen aller neurodegenerative Erkrankungen, also dort, wo das Gehirn Unterstützung braucht, ALS, Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz, nachlassende Konzentration und natürlich auch bei der ganz speziellen Insulinresistenz, weil es gibt einen Bereich in unserem Körper, der ist auf diesen Gehirnzucker angewiesen. Das heißt, wir können ja auch aus Eiweiß und wir können auch aus Fett Zucker umwandeln, damit wir immer wieder auch mit Energie versorgt werden. Aber es gibt einen Teil in unserem Körper, der ist auf Zucker angewiesen. Deshalb sprechen wir auch vom Diabetes Typ 3 bei der Demenz, wenn dahinter eine Insulinresistenz besteht.
Und das ist zu untersuchen. Und deshalb auch beim Parkinson-Patienten bitte immer die Galaktose dazugeben. Das ist einfach ein Glas, welches Sie dann wie einen Zucker benutzen. Und je nachdem, ob man das prophylaktisch tut oder ob man das jetzt therapeutisch tut, geben Sie 2 bis 3 Mal am Tag in eine Tasse Tee einen Löffel Galaktose. Sie umgehen eine mögliche Insulinresistenz und auch einfach prophylaktisch kann ich Ihnen das ganz stark ans Herz legen, die Galaktose mit einzubinden. Das Gehirn braucht ungefähr 150 Gramm von dieser Galaktose am Tag, die, wie gesagt, eigentlich durch die Aufspaltung der Laktase im Dünndarm dem Patienten zur Verfügung gestellt wird. Ich hoffe, Ihnen damit eine kurze Erklärung über die Galaktose haben geben zu können und komme zu einer zweiten Frage heute. Das ist eine junge Patientin, die vor Jahren an der Schilddrüse operiert wurde und sie hat seitdem eine doch sehr, wie sie schreibt, sehr unschöne Narbe im Bereich des Halses. Die ist nicht so schön verteilt und die hat so eine Keloidbildung. Das heißt, Keloidbildung ist so ein richtiger Narbenwulst. Und sie fragt mich jetzt, was kann sie eigentlich da machen? Und sie hat auch noch so ein bisschen Augenpolstern, das heißt Ödeme in den Morgenstunden unter den Augen und stellt an mich diese Frage. Das erste ist, wir können also Narbenkeloide ganz gut behandeln mit DMSO. DMSO ist das Dimethylsulfoxid. Und wer sich mit dieser Substanz, die ursprünglich aus dem Baum, aus der Baumrinde genutzt wird, dann aber im Labor nochmal aufbereitet wird, auseinandersetzen möchte, der kann das sehr gerne tun. Dazu empfehle ich Ihnen von Hartmut Fischer das Buch, das DMSO-Handbuch. Hartmut Fischer ist Heilpraktiker und Ingenieur und hat diese Substanz uns wirklich mit einer ganz großen auch Einfachheit erklärt. Und ich war fasziniert vor Jahren, als ich dieses Buch las. DMSO wirkt antientzündlich, regulierend, durchblutungsverbessernd. DMSO reguliert in den lymphatischen Abfluss. DMSO ist wie so eine Trägersubstanz. DMSO kann alles, was Sie mit DMSO verbinden, bis auf die zelluläre Ebene bringen. Das heißt, es gibt viele Medikamente, die sind nur wasserlöslich. Es gibt Medikamente, die sind fettlöslich. Danach richtet sich es auch in unserem Körper, wie weit kann dieses Medikament verstoffwechselt werden. Wenn wir DMSO dazu tun, dann ist DMSO eigentlich so der, wie nennt man das, der Carrier. Und gerade bei Narben hat es sich unglaublich bewährt, DMSO in 30%, vielleicht noch mit Natriumchlorid 0,9%. Das sind Ampullen von 1 bis 2 Milliliterchen. Und dann nehmen Sie zum Beispiel 2 Ampullen à 2 Milliliter, das sind 4 Milliliter. Und nehmen 6 Milliliter DMSO, 30% auf eine 10 Milliliter Spritze. Und dann können Sie eigentlich, oder nicht nur Spritze, Sie können das dann gut auf ein Läppchen und dann die Narbe damit beträufeln, beziehungsweise auch wirklich ein bisschen über Nacht einwirken lassen. Das ist eine für meine Begriffe sehr, sehr gute Keloidbehandlung. Das andere, ich denke auch Kollegen vielleicht sind dabei. Ich bin die Neuraltherapeutin und wir arbeiten mit Procain oder Lidocain in der Fragestellung eigentlich die Regulationsfähigkeit in dem Moment einer Narbe wiederherzustellen. Und die Behandlung von Narben mit Procain, 1%, die Behandlung dazu mit dem Cutis compositum zum Beispiel von der Firma Hehl
kann die Regulationsfähigkeit von Narben im Sinne einer Meridianbehandlung unglaublich verbessern. Aber die Firma, oder nicht die Firma, die Apotheke in Saarbrücken, die Victoria Apotheke, die hat ein DMSO als Ampullen und da ist gleich auch zum Beispiel das Procain drin enthalten und Magnesium, also das DMSO-MP. Und das können Sie direkt subkutan in eine Keloid-Narbe infiltrieren. Also welcher Hausarzt diese Behandlung perspektivisch dann in sein Konzept mit integrieren möchte, das ist ein sehr erfolgreiche und sehr schöne Therapie und in der Behandlung auch dieser Narbenkeloide. Sie haben an mich aber dann noch eine zweite Frage gestellt und diese zweite Frage bedarf jetzt einer Antwort. Das sind so diese Lydödeme, die Sie am Morgen immer wieder haben, so wie aufgepufft, die sich dann am Tag verteilen. Dazu von meiner Seite 2 Dinge. Messen Sie doch mal bitte über den Tag, vielleicht 2, 3 Tage, Ihren pH-Wert im Urin. Der pH-Wert ist ja letztendlich auch ein Maß für die Regulationskraft Ihrer Nieren, in der Balance das Säure-Basen-Gleichgewicht in unserem Körper zu halten. Nun obliegt unser Körper natürlich einer sehr großen Strategie, hier ein Gleichgewicht im Rahmen seiner pH-Wertverschiebung. Währenddessen das Blut einen sehr stabilen pH-Wert hat, von 7,1 bis 7,4 kann das schon mal in den Nieren, im Dickdarm, im Dünndarm, in der Blase variieren. Ein Rückstau von Säure macht morgendliche Lydödeme. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie das mal anschauen. Wenn Sie nämlich morgens müssen Sie mit einem sehr sauren pH starten. 5,5 ungefähr bis 6,5. Aber dann muss der pH-Wert in den Vormittagsstunden etwas basischer werden, driftet dann wieder nach unten und geht eigentlich am Nachmittag wieder in einen leicht basischen Bereich. Das ist wichtig. Das ist wichtig von der Menge an Natriumbicarbonat. Das ist wichtig für die Menge, die Sie an Mineralien haben. Und wenn Sie feststellen, dass Ihr Körper in einer gewissen, auch, sage ich mal, Säurestarre ist, dann ist es sehr wichtig, dass Sie ihm genug Natriumbicarbonat geben. Ich stelle zum Beispiel fest, dass viele Menschen, die das Pantozol nehmen oder diese Säureblocker, glauben, dass sie da so ein bisschen ungeschützt weiterkommen. Sie schaffen sich ein großes Ungleichgewicht, weil wenn Sie nämlich durch das Pantozol die Zelle, die Magenbelegzelle blockieren in der Produktion der Salzsäure, dann muss ich Ihnen sagen, die produziert auch Natriumbicarbonat. Und dieses Natriumbicarbonat ist der große Regulator für die Stabilität unseres Säurebasenhaushaltes neben ganz vielen anderen basischen Puffern. Der Eisenpuffer, das Hämoglobin, es gibt ganz viele, die uns jetzt da in den entsprechenden Kompartimenten unseres Organismus helfen. Aber dieses Bicarbonat, Natriumbicarbonat, sollten Sie dann, wenn Sie sehen, der Körper ist in einer gewissen Säurestarre, wirklich kann morgens und abends für eine Zeit mal einnehmen auf ein Glas Wasser. Das andere ist, wenn Sie mit einem sehr basischen pH-Wert am Morgen starten, dass der ungefähr über 7 ist, 7,5 und sich dann auch noch auf 8 hocharbeitet und auch am Tag in einem basischen Bereich bleibt, dann muss ich Ihnen sagen, ist das genauso pathologisch, weil Sie halten die Säure intern fest und es ist indirekt ein Hinweis auf einen Mangel an Kalium. Kalium ist unser wichtigstes Mineral intrazellulär für die Natrium-Kalium-Pumpe. Und dann ist es wichtig, einfach mal 10 Tage Kalium bewusst einzunehmen. Das sind die Kalinor-Brause-Tabletten. Bitte kontrollieren Sie dann wieder Ihren Urin und versuchen Sie durch eine gute Mineraliensubstitution insgesamt diesen Mineralienhaushalt wieder besser zu regulieren. Wir können das auch entsprechend mit einem
vielleicht auch mineralienhaltigen Basenpulver kontrollieren. Das müssen alles nicht Dinge sein, die von Dauer sind, aber es ist sehr wichtig, diese Dinge zu verstehen. Die Augenödeme unterhalb des Auges oder auch manchmal so der Oberlider können natürlich auch ein Zeichen sein einer entsprechenden eingeschränkten Nierenfunktion. Auch hier ist es wichtig, sich die Nieren einfach mal anzuschauen. Das ist das Cystatin C, ein sehr schöner Parameter, der uns hinweist auf eine gewisse Ausscheidungsschwäche, aber auch Nieren anzuregen in ihrer Ausscheidung durch Birkenblättertee, durch Brennnesseltee, durch Solidago, die Goldrute. Ich liebe die Urtinkturen von Ceres. Das sind Dinge, die uns wirklich gut helfen. Vergessen Sie auch nicht, dass die Niere ein Organ ist, das immer mit Angst im Zusammenhang steht, das immer mit einer Problematik auch im Zusammenhang steht, wenn uns der Fluss der Gefühle verlässt, wenn die Harmonie zwischen zwei Menschen nicht mehr das war, was sie oder das ist, was sie einmal war, dann kann die Niere in ihrer Ausscheidungsfunktion blockiert werden. Dann sind es manchmal vorübergehende passagiere Störungen, die wir an uns beobachten. Und eine dritte Beobachtung, die wir machen, ist, wenn Menschen parasitäre Belastung haben. Auch hier lohnt es sich, eine Parasitendiagnostik zu machen auf Einzeller, Trichomonaden, Toxoplasma, Würmer, Egel. Das ist so wertvoll, um zu sehen, inwieweit dadurch nach einer parasitären Behandlung auch die Regulationsfähigkeit des Körpers wieder wunderbar hergestellt wird. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie sich damit von dieser Problematik etwas befreien können. Ich möchte auch noch auf eine Frage eingehen, die mir eine Patientin schrieb. Und jetzt darf ich vielleicht kurz hier nochmal erstmal lesen. Und zwar schreibt sie, dass ihre Mutti ein Fettstoffwechselpräparat einnimmt. Und ich hätte in einer Sendung gesagt Q10. Und sie hat das nicht so richtig verstanden. Q10 und das Statin haben den gleichen Stoffwechselweg auf der Ebene der zellulären Energiebereitstellung. Das ist der Hintergrund. Und das Q10, also dieses wertvolle Enzym, brauchen die Mitochondrien. Das sind die Energiekraftwerke. Innerhalb dieser Energiekraftwerke gibt es sogenannte Atmungsketten. Und in der Atmungskette 1 und 2 und 3 braucht man dieses sogenannte Coenzym, damit Reaktion A nach B geht. Ohne dieses werden die 38 Millimol ATP nicht herzustellen sein. Man kann Q10 sagen, man kann auch Ubiquinon sagen. Das sind alles Dinge, die einen hohen antioxidativen Wert noch dazu haben. Sie wissen alle, in der Verstoffwechselung des Sauerstoffs entstehen freie Radikale. Und diese freien Radikale haben eine hohe toxische Wirkung wieder rückwirkend auf den Zellstoffwechsel. Das heißt, wir müssen neben hochdosiert Q10 natürlich auch Glutathion, Alpha-Liponsäure, Vitamin C und E sehr gut in unserer Ernährung oder eventuell durch Nahrungsergänzungsmittel immer im Blick haben. Und gerade im Stress, wenn wir älter werden, gerade wenn wir auch Raucher sind, was ich nicht hoffe, dass sie es sind, ist das Q10 ein unglaubliches, wertvolles Coenzym für diesen Energiestoffwechsel. Und ich wünsche und ich hoffe von ganzem Herzen, dass dieser Paradigmenwechsel, der sich so ganz leise in der Medizin langsam einschleicht,
der natürlich auch durch sie gefordert wird. Durch sie werden wir Ärzte auch gefordert, uns mit den Dingen zu beschäftigen. Aber dass der auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einzieht, weil es gibt keinen Kardiologen Norwegens oder Belgiens, die nicht einem Herzpatienten zum Beispiel gleich Q10 verordnen, weil sie wissen, dass die menschliche Herzzelle über weitaus mehr mitochondralen Energiekraftwerken pro Zelle verfügt und wie abhängig die Herzzelle hier auch von einem intakten Mitochondrienstoffwechsel ist. Und immer dann, wenn natürlich diese Mitochondrien auch geschwächt werden durch Umwelttoxine, durch Schwermetalle, durch Glyphosat, durch zu viel Eisen, durch auch Funkstrahlung, durch WLAN, durch all diese Prozesse, dann kommt der Körper in eine Energienot. Sie können das Q10 messen. Das Q10 wird in Milligramm pro Liter gemessen und man sagt so, das Labor gibt an, ungefähr bis 1,4 wäre normal. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist ein Wert, den will ich so eigentlich nicht stehen lassen. Ich will ihn immer anpassen, auch in entsprechende Zeiten, wo ich den Menschen abhole, in einer Schwangerschaft, in einer Vorbereitung auf einen Wettkampf, in einer starken Stresssituation, in einer Krankheit. Wir wissen heute, dass Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson, einen hohen Q10-Spiegel brauchen. Der muss sich ab 3,5 bis 4 bewegen. Das heißt, jedes hochwertige Q10-Präparat, was bitte auch etwas kostenintensiver ist, aber wenn Sie eine wirkliche therapeutische Konsequenz daraus auch abziehen möchten und wirkliche Therapie starten, dann sollten Sie auch den Q10-Spiegel, der über das Serum zu messen ist, zur Basis legen, um zu schauen, ob sich da was verändert. Und wenn ich auf der anderen Seite noch ein Statin einnehme und weiß, jetzt braucht es eine erstmal langsame Aufbau eines guten Q10-Spiegels, dann sollten Sie da nicht 1,4 zum Maß legen, sondern mindestens 2,5. Und das bitte auch jetzt messen lassen und dann vielleicht auch mal nach 6, 8 Wochen und mit ungefähr 200 bis 300 Milligramm Q10 eines hochwertigen Präparates starten. Q10 ist sehr schwierig herzustellen. Der Reinigungsweg ist sehr schwierig. Und deshalb muss man diesbezüglich ein bisschen auch sich das wert sein, ein gutes Q10-Präparat zu kaufen. Es steht auf jeder Packung, aber weil es frei verkäuflich ist, 30 Milligramm am Tag bitte einnehmen. Und das ist der Rat von mir. Sie müssen bei solchen klinischen Indikationen schon höher reingehen und können das wirklich ohne Sorge tun, weil die Mitochondrialleistungen in unserem Körper sind unglaublich hoch und das würde also eine immens lange Zeit brauchen, wenn überhaupt, wenn man das so niedrig ansetzt. So, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für diesen Sonntagabend-Visite, für diese Visitezeit und für die nächste Woche wünsche ich Ihnen eine ganz schöne, gesunde Woche und freue mich schon jetzt auf den nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.